So, hallo liebe Leute, zu meinem ersten Video, wo ich euch auch mal ein bisschen was über mein Auto erzähle. Gestern habe ich mein erstes selbst entwickeltes Teil bekommen und das wollte ich mit euch einbauen und schauen, ob es funktioniert. Wie man ja an meinen anderen Videos sehen kann, bewege ich den Audi A4 Quattro ja hauptsächlich auf der Rennstrecke, bis auf ein paar Probefahrten auf der Autobahn oder Landstraße. Aber er ist hauptsächlich für die Rennstrecke und da muss er so leicht wie möglich sein. Im Moment wiegt mein Auto 1260 Kilo ohne Überrollkäfig. Der Überrollkäfig wiegt 40 Kilo und dann komme ich auf 1300. Und 1300, das ist natürlich viel zu schwer. Jetzt habe ich letztens ein Video gesehen mit dem Philipp Kess auf der Essen Motor Show. Da hat er gesagt, dass seine Carbon-Limousine 1070 Kilo wiegt. Das ist das, was unbezahlbar ist. Aber so wie er steht, 1070 Kilo. Ne? Ist jetzt halt auch nicht mehr so viel drin in dem Innenraum, ne? Muss man halt auch mal so sagen. Ja. Jetzt hat er natürlich einen 6-Zylinder Biturbo drin und will da 1500 PS rausholen. Das möchte ich nicht, ich will mit meinem 4-Zylinder, ein ganz normaler AEB 1.8 Turbo, etwa 500 bis 600 PS rausholen. Mal schauen, wie viel wir standfest hinkriegen auf der Rennstrecke. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass mein Motor wesentlich leichter ist und ich habe auch noch andere Sachen vor im Auto. Und sein Ziel wäre dann, dass man auf unter 1000 Kilo kommt. Mal schauen, ob ich das schaffe in ein paar Jahren. Das bedeutet ja, dass ich mindestens 260, 300 Kilo noch aus dem Auto irgendwie rausholen muss. Aber ich habe halt auch noch kein einziges Carbon-Teil verbaut. Die Original-Glasscheiben sind noch drin. Und in Zukunft habe ich vor, noch eine komplett eigene Hinterachse und Vorderachse in mein Auto einzubauen, wo ich doch noch einiges an Gewichtssparpotenzial sehen kann. Das ist noch ein weiter Weg, weil ich jedes Teil selber konstruieren muss, weil es das nicht zum Kaufen gibt oder nur zum Teil zum Kaufen gibt. Und wenn es zum Kaufen gibt, ist es meistens nicht so, wie ich es brauche. Und darum wird das noch einige Zeit dauern. Aber mein Gott, man hat ja die Zeit. Auf jeden Fall, gestern war der 22. Januar, kam mein erstes selbst entwickeltes Teil. Ich war ja im November nochmal auf Hockenheimring und danach habe ich natürlich, wie immer, wie jedes Jahr, gleich wieder Motor raus und alles zerlegt und habe alles mit meinem 3D-Scanner abgescannt und angefangen, ein Schwungrad zu konstruieren. Auf dem Markt gibt es Schwungräder, wo ich nicht auf Anhieb weiß, ob sie bei mir passen. Viele haben halt quer eingebaute 4-Zylinder-Motoren, im Audi A4 ist halt längs eingebaut. Es gibt Schwungräder, die kosten 600, 700 Euro, die wiegen dann 3 Kilo und sind für eine 184 mm Rennkupplung. Ja, und das war mir noch nicht leicht genug. Und dann habe ich mich aufgemacht und habe angefangen, ein kleines Schwungrad zu konstruieren. Und ich habe es geschafft, das Schwungrad jetzt auf 1,5 Kilo zu reduzieren. Und das ist das schöne Stück. Gestern angekommen. Ja, doch. Ich bin recht stolz. Es ist richtig geil. Einmal für alle zum genaueren Angucken.
es möglich war, Material rausgefräst. Genau. Normale Schwungräder sind für Kupplungen ausgelegt, wo die Kupplung, die Mitnehmerscheibe 240 mm Durchmesser hat. Dieses Schwungrad ist jetzt für eine Kupplung, für eine Sachs Rennsportkupplung mit nur 140 mm Durchmesser. Originale Schwungräder wiegen so 10 bis 15 Kilo und das mit nur 1,5 Kilo bedeutet, dass ich allein an diesem Bauteil 10 Kilo an der Vorderachse gespart habe. Was für ein Bauteil massiv ist. Ich frage mich, warum das kein oder kaum ein Hersteller von Sportwagen so macht. Ich kenne nicht viele. Eventuell Porsche Carrera. Aber die kosten halt auch 700.000. Genau. Wie man sieht, 140 Uhr, wie sieht man es? Schwungrad für 140 mm Kupplung. Die Kupplung habe ich noch nicht bestellt. Ich will zuerst mal gucken, ob das Schwungrad mit dem Vierzylindermotor überhaupt funktioniert. Ich habe mich bei der Form vom inneren Teil vom Schwungrad am Motorsport orientiert. Da gibt es bei IndyCar und anderen Rennserien mit V8 und V10 gibt es Schwungräder, die so ähnlich ausschauen. Allerdings ohne Zahnkranz, weil oftmals haben so Formel-Autos, werden fremdgestartet, haben keinen Anlasser. Ich musste den Zahnkranz nur dran lassen, damit ich überhaupt das Auto starten kann mit meinem Anlasser. Ich werde also das Schwungrad jetzt nur einbauen, das seht ihr dann im Zeitraffer. Und dann schauen wir mal, ob ich ihn starten kann, ob ich es richtig konstruiert habe, ob alles passt. Ganz interessant wird auch die Verzahnung hier. Die habe ich eigentlich, ich habe nicht die richtigen Messgeräte, um die Originalverzahnung auszumessen, und darum habe ich es eigentlich so gemacht. Auf jeden Fall bin ich jetzt gespannt, ob ich einen Fehler gemacht habe. So eine Einzelanfertigung ist gar nicht so billig. Wenn es nicht funktioniert, muss ich es nochmal machen. Aber es ist richtig geil. Wir können auch das Gewicht von diesem Schwungrad noch messen. Und von dem, was drin war. Genau, dazu machen wir mal die Waage ab. So, kommt's mal mit. So, Waage ist genullt. Hier ist mein schönes, feines, neues Schwungrad. Und dann gucken wir mal, was es hat. – 1,5 Kilo. Dann holen wir mal die alte Kupplung, inklusive Mitnehmerscheibe und Druckplatte. Und dann schauen wir mal, was die hier wiegt.
14,2 Kilo. Das heißt, mit der Sachs-Rennsportkupplung, die nur 2,5 Kilo wiegt, inklusive mein Schwungrad, wo nur 1,5 Kilo wiegt, habe ich 10 Kilo allein an der Kupplung und Schwungrad gespart. Das ist schon einiges. Und jetzt ist das schon ein erleichtertes Tuning-Schwungrad, was nur 6 Kilo wiegt. Originale 2-Massenschwungräder sind noch wesentlich schwerer. Von Don Octan. Kein schlechtes Schwungrad, aber für mich zu schwer. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Die Kupplung noch nicht habe und erst ausprobieren will, ob der Karren überhaupt anspringt, werde ich jetzt das Getriebe hinbauen und dann Motor rein und dann schauen wir mal, ob er läuft.
So, Motor ist drin. Mal schauen, ob er funktioniert. So, Kühlkreislauf ist jetzt mal nicht angeschlossen. Wir wollen ihn ja nur kurz laufen lassen. Genau. Turbo dran, Luftmassenmesser dran, Blow-Off-Ventil ist dran, Lichtmaschine ist angeschlossen. Genau. Zündkerzen sind draußen. Da können wir noch Kompression messen. Und dann schauen wir mal, ob er läuft. Ja. Und drin. Oh, so. Genau. Also, Strom an, Sendung an, hat die komisch angehört. Scheint Luft irgendwie im Spritzsystem zu sein, verstehe ich zwar nicht, aber jetzt hört sich besser an. So, Einspritzung ist aus. Dann schauen wir mal, was passiert. Okay. Hört sich komisch an. Okay. Da wird wahrscheinlich die Zahnform nicht ganz perfekt passen. Naja, wird sich einlaufen. Mein Zahnrad ist nicht gehärtet. Mal schauen. Gucken wir mal, was der Öldruck macht. Das bedeutet, gehen wir davon aus, Öldruck ist da. Das heißt, wir tun jetzt Kompression prüfen. Mal schauen, was da dabei rauskommt. Dann haben wir da, das hat der Zylinder. Druck ist weg, ja. Warte mal noch ganz kurz. So, jetzt ja. Alter, das Schwungrad. Das wird wie eine Glocke nachhallen. Das ist ja Hammer. Gibt's das auch? Okay. Ja, gar der zweite Zylinder. Der zweite, da habe ich eigentlich meinen Kolberring gemacht. Also ist der Zylinder ein bisschen schlechter als die andere. Die anderen sind schön bei. Ja, okay. So ein Scheiß. Ja, kann man nichts machen.
Aber immerhin sind die anderen 2 Zylinder, 3. ich meine, da war ja am ersten war ja gar nichts mehr, Ja. am zweiten war bloß noch ein bisschen und am dritten ein wenig und der vierte war noch okay, aber so ist er jetzt. Und ich habe ja die Kompression verringert, also dürft ja generell noch mal so viel sein wie Ja, vorher. genau. Also, Alles gut. sehen wir schon. Lassen wir so. Kann man sehen, was machen. Genau. Gut, gut. So, dann kommen noch die Zündkerzen rein. Dann setzen wir noch die TFSI-Zündspulen rein. Dann müsste er eigentlich anspringen. Uiuiui. Also dann gucken wir mal. Geil, gefällt. Bis zum nächsten Video.